letztens einen relativen High-Level-Spieler, der meinte, dass man AoE Knight Full Deck spielen sollte. Ich meine, ich habe das Spiel schon ein wenig gespielt, aber es ergibt keinen Sinn für mich. Das ergibt auch keinen Sinn. Der Grund, warum er das gesagt hat, ist, in Fly Universe ist es so, Full Decks, Full Decks ist halt tatsächlich als Tank recht profitabel. Also ich würde fast sagen, leider muss man fast sagen. Aber es ist halt so, dass man mit Blockrate und Ausweichrate in Fly Universe, zumindest bei normalen Monstern, bei Bossen jetzt eher nicht, aber bei normalen Monstern hat man damit schon einen enormen Vorteil. Weil wenn du 75% aller Schläge blockst oder ausweichst, dann kommt ja nur 25% des Schadens überhaupt bei dir an. Und dann brauchst du auch viel weniger Def und HP, weil das meiste 3 von 4 Schläge gehen ins Leere quasi. Oder ich meine, Block geht nicht ins Leere, aber Block ist ja nichts quasi. Und daher sind viele Leute auf diesem Full-Dex-Trip. Nur ist es halt wirklich für Tanks. Für AoEler, weil das ist auch was viele Leute nicht verstehen. AoE bedeutet ja nicht Tank. Früher war das mal so, dass AoE auch immer ein bisschen gleichzusetzen war mit Tank. Weil man ohne Tank zu sein im Fly-PC nicht wirklich AoEen konnte. Oder man vor allem Schwierigkeiten hatte, vor allem früher, wo es noch nicht so gutes Equipment gab. Aber in Fly Universe bedeutet AoE eigentlich genauso Damage-Dealer, nur halt AoE-Damage. Und wenn du jetzt einen Knight Full Deck spielst, dann machst du keinen Damage, weil der gesamte AoE-Schaden eines Knights beruht auf STR. Das heißt, ein AoE-Knight ist im besten Fall Full STR. Also jeder AoEler will eigentlich Full Main-Attribut sein. Das Main-Attribut, was mit seinem AoE-Skill skaliert. Weil nur so machst du maximalen Schaden und nur so macht überhaupt AoE Sinn. Weil du willst ja Schaden machen, du willst ja schnell leveln, du willst die Monster so schnell wie möglich töten. Du willst gerade so tanky genug sein, dass du nicht stirbst. Was du halt meistens mit Heal erreichst, Power-Ups, Elemente auf der Suit, generell Equipment. Du trägst halt ein defensiveres Equipment, aber deine Stats und so weiter sind trotzdem eigentlich voll offensiv, weil du willst die Viecher ja schnell killen. Du willst ja gar nicht wirklich tanken. Du willst nur genug tanken, dass du nicht stirbst. Können. Und das ist das, was halt ein paar Leute immer noch missverstehen. AoE ist nicht Tank. Also wenn du jetzt tanken wollen würdest als Knight, also Full Decks würde ich trotzdem nicht gehen. Brauchst du nämlich nicht. Du musst nur so viel Decks haben, dass du maximale Block- und Ausweichrate hast. Das würde theoretisch reichen. Und danach würdest du auch wieder Full STR gehen mit dem Rest. Also auch das wäre theoretisch falsch. Also kommt aufs Level an. Ich meine, wenn du jetzt Level 75 bist, dann wäre es an für sich richtig. Oder vielleicht richtig, je nachdem, was du vorhast. Also wenn du Full Tank sein würdest, dann würdest du eine Mischung aus Dex und STR fahren. Wenn du jetzt irgendwie eine Mischung aus Dex und mit Tanky und AoE sein wollen würdest oder so, dann würdest du halt eine Mischung aus STR und Dex fahren oder so. Aber du würdest, also Full Dex würde man eigentlich niemals gehen. Das ist tatsächlich kompletter Schwachsinn, weil keine Klasse braucht theoretisch so viel Dex, um tanky zu sein. Einzige Ausnahme wären AoE Blade und Ranger. AoE Blade, weil er halt auch mit Dex Schaden macht. Da passt es. Also er profitiert doppelt. Und Ranger profitiert natürlich auch doppelt, weil bei Ranger skaliert ja alles auf Dex. Sowohl AoE als auch 1v1 und so weiter. Das ist halt der Unterschied. Genau, AoE Area of Effect hat also nichts mit Tanky sein zu tun. Nope. Absolut nicht. Man kann natürlich, wenn man will, ein bisschen... Also ich bin eigentlich eher Fan von STA tatsächlich. Also es kommt drauf an, wie gesagt, was man vorhat. Kommt immer auf den Einzelfall an. Beziehungsweise ich war Fan von STA, muss man sagen. Jetzt, wo HP-Pads so günstig sind, ist STA gar nicht mal mehr so geil. Weil jetzt kannst du dir einfach ein HP-Pad kaufen, wenn du HP brauchst. Und dann würde tatsächlich Dex dann wahrscheinlich mehr Sinn ergeben. Aber als AoEler so oder so im besten Fall immer einfach Full Damage. Da kannst du dir die Tankiness, die du brauchst, um
genügend Monster zu überleben, dass du nicht stirbst beim AOEen. Die kannst du dir durch Pet, Schmuck, Equipment holen. Knight, also vor allem Knight ist eh lustig, weil Knight ist sowieso die coolste AOE-Klasse, was Tankiness angeht. Weil bei Knight überschneidet sich das. His Big Axe zum Beispiel ist die beste Schadensalternative für AOE Knight und zeitgleich gibt sie dir Tank-Stats. Warpons Set ist damage-technisch die beste Alternative und zeitgleich gibt es dir Tank-Stats. Und bei AOE-Sets ist es oft so, es gibt dir Fähigkeitsschaden und HP und Blockrate. Also die Equipments sind eh schon coolerweise so ausgelegt. Also nicht alle, aber die meisten, dass sie dir eh beides geben. Sie geben dir Schaden und Tankiness. Und das heißt, diese notwendige minimale Tankiness, die man braucht, um halt AOEen zu können, die kommt halt wirklich eigentlich aus dem Equipment. Plus Supporter, Heal, gegebenenfalls Power-Ups, Pet. Also man braucht es einfach nicht. Und ich habe selber schon viel AOE'd. Ranger AOE habe ich schon gemacht. Knight AOE habe ich schon gemacht. Elle, weil das natürlich überwiegend oder eigentlich nur Hit and Run. Aber ja, und das ist eigentlich bei jeder Klasse gleich. Manche haben es halt ein bisschen leichter, manche ein bisschen schwerer, ist ja immer so. Balancing in Flife ist halt nicht perfekt leider. Also es gibt immer eine Klasse, die es irgendwie leichter hat, die einen Vorteil hat gegenüber anderen. Das kann man nicht ändern. Aber passt schon, grundsätzlich. Grundsätzlich alles mit jeder Klasse möglich.